Und es ist richtig, dass im Bodengrund viele biologische Prozesse stattfinden, ich sag mal können und könnten. Bei den heute üblichen zwangsgefilterten Aquarien mit Wasserdurchsatz von 5 bis 10 Mal pro Stunde, da passiert im Bodengrund nicht wirklich mehr viel. Aber es ist trotzdem passiert was. Ja, und ein Aquarium funktioniert eigentlich erst dann richtig gut, wenn sich im Gesamtsystem ein Gleichgewicht zwischen oxidativen biologischen Prozessen, also das heißt Umbauprozessen, hier zum Beispiel von Ammonium zu Nitrit und von Nitrit zu Nitrat, ja, das sind also das sind oxidative Prozesse, also aerobe Prozesse, und dabei wird die Oxidationsstufe immer weiter angehoben, bis letztendlich theoretisch ein Sediment überbleibt oder halt Gase oder Salze. Aber dagegen sollten in einem dauerhaft gesunden Aquarium eben nicht nur die oxidativen Prozesse stattfinden, sondern genauso reduktive Prozesse. Ja, das heißt, die machen das eigentlich genau wieder rückwärts. Ja, das bedeutet also, dass zum Beispiel Nitrat wieder zu Nitrit reduziert wird und Nitrit zu Ammonium. Ja, das kann also durchaus weitergehen über Lachgas. Ja, Lachgas ist auch schon eine flüchtige Form. Das heißt, Lachgas ist im Wasser zwar erstmal löslich, aber diffundiert dann über die Wasseroberfläche aus. Und wenn es noch weiter runter geht, entsteht molekularer Stickstoff, ja, N2, also der Stickstoff, den wir auch in der Atmosphäre haben. Also das kann passieren, muss nicht, aber kann. Aber das sind reduktive Prozesse. Ja, genauso sind reduktive Prozesse solche Prozesse, die also aus den ausgefällten Nährstoffen, ich denke jetzt hier zum Beispiel schwerpunktmäßig an Eisenphosphat. Eisenphosphat ist unter normalen Bedingungen wasserunlöslich. Aber unter reduktiven Bedingungen löst es sich wieder. Das heißt, das Eisen wird wieder verfügbar für die Pflanzen und auch das Phosphat wird wieder verfügbar für die Pflanzen. Ja, dass das also eben nicht verloren geht. Deswegen ist es in einem älteren Aquarium, also jetzt nicht im ganz frischen Aquarium, aber in einem älteren Aquarium, wo, ich sag mal, ein gewisses Grundlevel an Mulm im Bodengrund ist es so, dass eben Phosphat und Eisen im Wasser durchaus mal eine ganze Zeit nicht messbar sein müssen. Ja, und trotzdem ist genug da. Allerdings jetzt auch nicht bei kampfgefilterten Aquarien. Da ist das aber auch nicht der Fall. Ja, weil einfach da die oxidativen Prozesse so extrem überwiegen, dass da eben diese reduktiven Prozesse kaum eine Chance haben. Das bedeutet auch, dass diese Aquarien also eigentlich dazu neigen, dass sich Nitrat immer weiter aufbaut. Ja, während in einem, ich sage immer gerne, biologisch gesunden Aquarium ist es eben so, dass das eben eigentlich entweder sich die Waage hält oder dass sogar Nitrat abgebaut wird. Ja, und da teilweise dann halt durch diese reduktiven Prozesse, beziehungsweise auch durch die Wasserpflanzen. Ja, das ist im Grunde das, was eigentlich im Bodengrund passieren sollte. Ja, und das ist bei Kies eben je nach Körnung und je nach Zustand der Filterung, also oder der Art der Filterung, ist das bei Kies bedeutend weniger gegeben als bei Sand. Ja, bei Sand ist es von vornherein so, dass Sand eben halt viel feiner ist. Ja, da ist also der Anteil an Sedimenten und Mulm also so niedrig,
dass da also von einer Verschlammung, dass man da eigentlich fast nicht reden kann. Ich meine, selbstverständlich diffundiert immer noch ein Teil Sedimente in den Bodengrund, also auch in den Sand. Aber die Gefahr, dass Sand kippt, dass der richtig Fäulnis ansetzt, der ist, ich sag mal, unter normalen Bedingungen also bedeutend niedriger als bei Kies, weil eben der Bodengrund sich damit einfach nicht so stark anreichert mit diesen verstopfenden Partikeln. Ja, auch wenn im Sand bedeutend mehr reduktive Prozesse auftreten, muss das also nicht sein, dass der kippt. Ja, reduktiv bedeutet nicht automatisch kippen. Ja, ich sag mal, selbst wenn der Sand an einzelnen Stellen mal schwarz wird, bedeutet das im Prinzip nichts anderes. Nur wenn nur an ganz kleinen Stellen ein bisschen schwarz ist, das macht überhaupt nichts. Wenn es dich stört, dann rührst du das ein bisschen auf und dann sind diese Stellen also in der Regel auch sofort wieder verschwunden. Ist auch eine ganz einfache Sache, wenn man den Sand oder Kies, wenn der schwarz ist, quasi von unten hochholt und nach oben holt, dann ist innerhalb von kürzester Zeit das Schwarze weg. Ja, an der Oberfläche bleibt es nicht schwarz. Weil da wird es dann halt, wie gesagt, wieder aufoxidiert und dann ist die schwarze Farbe weg. Wie gesagt, erst wenn man merkt, dass aus dem Bodengrund stinkende Blasen austreten, ja, wenn das Wasser anfängt zu riechen und unangenehm zu riechen, schwefelig, nach Schwefelwasserstoff zu riechen, auch ganz besonders, wenn man im Bodengrund ein bisschen rumstochert, dann muss man vorsichtig sein, dann sollte man also unbedingt eingreifen, weil dann ist die Gefahr groß, dass er gekippt ist. Aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung es ist mir noch nicht gelungen, Sand zum Kippen zu bringen. Ja? Also ich habe es noch nicht geschafft. Egal, wie viele Fische ich im Aquarium hatte und wie viel Futter ich reingeknallt habe, mir ist es noch nicht gelungen, ne, Sand zum Kippen zu bringen. Ja, also in meinen Augen ist das echt ein Märchen. Selbstverständlich gibt es Leute, bei denen klappt das nicht. Da kippt das. Mir ist ein einziges Mal der Bodengrund gekippt und das war mit Kies. Ja. Das war auch in meiner frühen Jugend. Ja, sonst habe ich noch nie gekippten Bodengrund gehabt. Das kenne ich gar nicht. Ja. Also auch im Geschäftsbereich, ja, also ich weiß nicht, wie viele 100 Aquarien ich gehabt habe. Also selbst unter den Bedingungen kenne ich das nicht. Ja, und da habe ich eigentlich nicht mit Sand gearbeitet, sondern mit Kies, weil da unter den Aquarien, weil die Aquarien von unten geheizt waren, weil unter den Aquarien liefen die Heizungsrohre lang. Ja, ich habe also da die Aquarienanlage über die Zentralheizung geheizt. Ja, und ich meine, klar, in dem Moment wäre Sand jetzt ein bisschen, also da findet dann im Prinzip fast keine Wasserzirkulation mehr statt. Und dann kann es theoretisch auch wieder dazu führen, dass der Bodengrund kippt durch die Wärme, ja, die sich dann da unten staut. Halt, wie gesagt, also im Sand finden genauso biologische Prozesse statt und da bilden sich genauso Biofilme wie auch in Kies. Ja, halt, wie gesagt, es kommt letztendlich aufs Aquarium selbst an, auf die Filterung im Aquarium, was tatsächlich passiert. Ich persönlich habe, wie gesagt, nur die allerbesten Erfahrungen mit Sand gemacht. Das geht also zum einen dahin, dass die Pflanzen in Sand besser wurzeln, dass die da drin besser halten, dass die da drin besser wachsen. Das liegt auch einfach daran, weil in der Natur an den Stellen, wo Wasserpflanzen leben, also in Flüssen, in Seen und so weiter, da befindet sich in der Regel kein Kies. An den Stellen befindet sich Sand. Ja. An kiesigen Stellen können sich Pflanzen in der Regel nicht festsetzen. Ja, das ist also, wenn das mal so ist, dann sind das echte Ausnahmesituationen. Aber üblicherweise leben in der Natur unsere Aquarienpflanzen
in Sand, ne, und eben nicht in Kies. Ne, auch wenn ich das schon öfter mal gehört habe, dass da das Gegenteil behauptet wird. Das ist definitiv nicht wahr. Ne, also zumal auch selbst wenn da mal ursprünglich Kies gewesen sein sollte, ja, dann ist es so, das kennt jeder Aquarianer, dass sich zwischen den Pflanzen der Mulm ansammelt. Ja, und dieser Mulm wird irgendwann sedimentiert der. Das heißt, das wird Schlamm, wird richtig graue Suppe, ja, also so grauer Schlamm. Ja, und der wird mit der Zeit wird der auch in natürlichen Gewässern immer dicker, immer dichter. Ja, und die Pflanzen, die bleiben, ich meine, das kennt man von Vallisnerien, wenn man ältere Vallisnerien hat, ja, auch wenn alle Blätter von unten kommen, dann entsteht trotzdem so eine Art Stiel, ja, so eine Art Rhizom, das dann immer weiter nach oben wächst. Ja, und das passiert da auch. Dass also letztendlich spätestens, wenn irgendwo Kies gewesen sein sollte, zwischen den Pflanzen jede Menge Sediment entsteht und dann plötzlich doch wieder die Pflanzen im Sand stehen oder beziehungsweise im Schluff. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz. Also meine Empfehlung, der von mir persönlich bevorzugte Bodengrund ist definitiv Sand. Und da bewege ich mich meistens also ich persönlich, wenn möglich, im Bereich von 0,3, 0,4 Millimeter bis Millimeter, 1,2 Millimeter vielleicht noch. Aber eigentlich möglichst in diesem Bereich. Kies würde ich, also ich sag mal im Prinzip nur noch in strömungsreichen Aquarien, wenn hier das Bachlauf-Aquarium hinkommt, da wird mit Sicherheit deutlich mehr Kies verarbeitet als Sand, obwohl ich da wahrscheinlich auch trotzdem Sand reinmachen werde, schwerpunktmäßig. Kies macht Sinn, zum Beispiel bei, ich sag mal, Wasserschildkröten, ja, oder Barschen, ja, bei afrikanischen Barschen oder mittelamerikanischen Großzichliden oder. Ja, da macht Sand weniger Sinn, weil die baggern den ständig durch und dann hat man also ständig die Schwebeteile im Wasser. Aber letztendlich würde es auch funktionieren mit Sand. Ja, ich zum Beispiel ein Diskus-Aquarium, auch wenn der Diskus im Sand rumpustet, ja, dann selbst da würde ich also eigentlich ausschließlich Sand einsetzen. Ja, und wie gesagt, bevorzugt Sand, zweite Wahl Kies und allerletzte Wahl Soil.